Und Leonie von Randow ist für uns weiterhin im Deutschen Bundestag. Leonie, wir haben ja den ganzen Morgen über schon eine aufgeheizte Situation im Bundestag erlebt. Wie hast du denn diese Situation wahrgenommen? Also ging es tatsächlich jetzt nur noch um den Wahlkampf, um Vertrauensfrage, um Neuwahlen und gar nicht mehr um die Inhalte? Carsten, so ist es. Und man sieht auch schon ein bisschen, wie diese Hängepartie, dass Neuwahlen eben weit nach hinten geschoben wurden, hier den parlamentarischen Betrieb ein Stück weit aufhalten. Es ist nur über zwei Themen hier heute im Plenum gesprochen worden. Zum einen über 35 Jahre Mauerfall gab es eine Debatte und dann eben über das große Thema Neuwahlen auf Antrag der AfD hin. Und die Oppositionsfraktionen, die haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie den Kanzler auffordern, die Vertrauensfrage eben schon in der kommenden Woche zu stellen, wenn er ja auch seine Regierungserklärung abgeben wird am Mittwoch. Man unterstellt ihm eben auch, wir haben Friedrich Merz eben schon gehört, dass er möglichst lange warten will, um eben politisch Kapital zu schlagen aus dieser Hängepartie. Wir denken da vielleicht auch noch mal an die Wahl in Hamburg am 2. März. Also Hamburg, eine Stadt, in der die SPD traditionell sehr stark ist. Und so liegt der Verdacht natürlich ein bisschen nahe, dass Olaf Scholz die vielleicht noch abwarten will und dann gestärkt in eine Bundestagswahl gehen will. Ich habe vorhin kurz die Gelegenheit gehabt, mit dem stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden, mit Jens Spahn, ein Interview zu führen. Auch ihn habe ich natürlich danach gefragt, wie er das Ganze beurteilt. Wir wollen uns das einmal gemeinsam ansehen. Dennoch Kanzler Olaf Scholz muss sich ja die Frage stellen, wie viel politisches Vertrauen er noch verspielen will. Es vertraut ihm schon fast kein Wähler mehr in Deutschland. Und diese politische Taktiererei, irgendwie für den eigenen persönlichen Landgewinn, noch ein paar Wochen im Amt sein, keine Neuwahlen möglich zu machen, politische Stabilität zu verhindern, ich denke, das wird ihm politisch schaden. So, und deswegen muss er das für sich entscheiden. Wir sagen ganz klar, Deutschland braucht eine handlungsfähige Regierung. Der Kanzler sollte nächste Woche die Vertrauensfrage stellen. Bisher will er sich da aber offenbar nicht bewegen, sondern möchte an seinem Zeitplan festhalten. Wie gedenken Sie denn, da weiter Druck auf ihn auszuüben? Was gibt es da noch für Trümpfe, die die Union im Ärmel hätte, um ihn doch noch dazu zu bewegen? Wir haben jetzt eine rot-grüne Minderheitsregierung und vor allem die Grünen müssen sich ja auch die Frage stellen, ob sie dieser politischen Irrfahrt von Olaf Scholz weiterhin die Unterstützung geben wollen. Die Grünen ketten sich gerade ziemlich an die SPD. Die Grünen ketten sich damit übrigens auch ins linke Lager fest hinein. Das schränkt die Optionen auch für später ja ein. Also die Grünen müssen doch sich fragen, Robert Habeck muss sich doch fragen, ob das jetzt der Weg der Grünen ist, mit der SPD in den Untergang. Sind Sie da schon konkret im Gespräch mit den Grünen und versuchen da auch irgendwie Druck auszuüben? Zu der Erkenntnis, dass das den Grünen auch schadet, wenn sie mit Olaf Scholz dieses Spielchen machen, wenn sie ihm das durchgehen lassen. Die Erkenntnis müssen die Grünen schon selber haben. Meine Vermutung wäre, wir werden sehr bald auch in Umfragen sehen, dass die Wählerinnen und Wähler, dass die Deutschen das so nicht wollen. Sie wollen eine stabile Regierung, die für Wachstum sorgt, die Migration begrenzt, die überhaupt mal wieder diesem Land etwas Zuversicht gibt. Die wollen kein Chaos. Was wir jetzt haben, ist hier, auch hier im Bundestag, wir haben ja jetzt hier ein Vakuum mit Zufallsmehrheiten. Keiner weiß genau, wie Tagesordnungen zustande kommen. Wir haben ein Vakuum, das sich mit Chaos möglicherweise füllt, dann hier im Bundestag. Und verantwortlich ist allein Olaf Scholz, unterstützt von Robert Habeck. Die SPD-Fraktion macht Ihnen aber andersrum als Union einen Vorwurf, dass wichtige Vorhaben blockiert würden. Da hat Rolf Mützenich heute angeführt, das Kindergeld oder auch das Deutschlandticket, was jetzt gefährdet sei, wenn die Union nicht mit SPD und Grünen abstimmt. Hat er da nicht auch einen Punkt, dass viele Bürger darauf warten? Alle Vorschläge, Gesetze, die bisher gemacht wurden von der Ampel, jetzt ist es ja eine Reste-Ampel, Fußgängerampel, rot-grüne Regierung, die haben ja bisher schon hier im Bundestag offensichtlich die Mehrheit nicht gefunden. Keines dieser Projekte, keines dieser Themen ist so wichtig, dass es das rechtfertigen würde, dass Olaf Scholz dieses Chaos hier, diese politische Instabilität weiter bestehen lässt. Was wir brauchen, ist schnell eine handlungsfähige Regierung und die kann dann die Maßnahmen ergreifen mit einer stabilen Mehrheit, die nötig sind für Wachstum, für Begrenzung der Migration, für Vertrauen wieder auch in die Politik. Aber heißt das, die Unionsfraktion wird eisern bleiben, wird nicht nachgeben und nicht abstimmen mit SPD und Grünen? Können Sie das heute hier versprechen? Solange Olaf Scholz die Vertrauensfrage nicht stellt, wird es mit uns keine Zustimmung
und auch übrigens auch im Verfahren keine Unterstützung geben für irgendwelche Projekte dieser rot-grünen Minderheitsregierung. Es muss klar sein, dieser Spuk, dieser rot-grüne Minderheitsregierungsspuk mit dem noch Kanzler Olaf Scholz endet. Wenn es dann wirklich was Drängendes gäbe, ich bezweifle das, wenn es das wirklich gäbe, kann man es sich dann anschauen und deswegen hat Olaf Scholz es in der Hand. Bei so einem Thema aber wie der kalten Progression beispielsweise, die Sie und auch die FDP ja schon gerne ausgeglichen sehen würden. Auch da würden Sie nicht einknicken, das können Sie heute hier versprechen? Die rot-grüne Minderheitsregierung, die Ampel ja noch, hat nicht zur Entlastung bei der kalten Progression dazugepackt Regelungen für nationale Anzeigepflichten, also für mehr Bürokratie für Wirtschaft und Unternehmen in Deutschland. Und deswegen werden wir so einen Bürokratieanhang, das für die Wirtschaft ein Problem ist, natürlich werden wir dem nicht zustimmen. Wir wollen doch hier nicht Bürokratie einführen, nur weil eine Ampel sich das mal irgendwann ausgedacht hat. Eine letzte Frage vielleicht noch. Robert Habeck, jetzt ist es eigentlich mehr oder weniger offiziell, wird seine Kanzlerkandidatur im Laufe des Nachmittags verkünden. Wie beurteilen Sie das? Was ist Ihre erste Reaktion darauf? Ich freue mich auf die politische Auseinandersetzung mit Robert Habeck. Er ist als Wirtschaftsminister gescheitert. Er ist der Minister von Rezession, Schrumpfen von verlorenen Jobs. Und das steht dann zur Wahl. Rezession oder Wachstum mit der Union, mit uns, steht zur Wahl grüne Planwirtschaft. Robert Habeck glaubt, schuldenfinanzierte Subventionen für einzelne Unternehmen nach Minister Gusto würde Wachstum bringen. Wir sind der Überzeugung, gute Rahmenbedingungen, Energie, Bürokratie, Steuern runter für alle Unternehmen bringt Wachstum. Und dann können die Wähler wählen. Grüne Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft. Auf die Debatte freue ich mich. Also wir hören es, Jens Spahn, der ist ziemlich unbeeindruckt von der Kanzlerkandidatur Robert Habecks. Man muss sagen, die Grünen liegen ja auch gerade je nach Umfrage zwischen 9 und 12,5%. Also da ist durchaus noch ein bisschen Luft nach oben. Man muss allerdings auch sagen, wenn es nach Olaf Scholz' Zeitplan geht, dann hat Robert Habeck ja auch noch 4 Monate Zeit bis Ende März, um aufzuholen. Leonie, danke für all diese Informationen und das Interview mit Jens Spahn in den Deutschen Bundestag.